So, hey guys, before we start the preach, I want to give you a couple of announcements. Hey, bevor wir jetzt mit dem Input, mit der Predigt anfangen, habe ich noch ein paar Ansagen für euch oder wir. Number one. Numero uno. Of course. Natürlich. Summer camp. Summer camp. Sign up for summer camp. Melde dich an. Okay, we are going to have an awesome action week here in Karlsruhe. Wir werden eine geniale Aktionswoche haben hier in With Karlsruhe. hopefully wakeboarding and go-karts and jumping off of a building. I don't know. We're going to do some crazy cool stuff. Also Wakeboarding, Go-Karts, vielleicht Bungee-Jumping von dem Gebäude, nein Quatsch, aber vielleicht Europapark. Yeah, who knows? But definitely cool stuff. Sign up for summer camp. Auf jeden Fall richtig coole Sachen und natürlich auch Input und Thema und Kleingruppe und Essen, Gemeinschaft und Jesus. Yeah, alright. But sign up, okay? Hey, aber melde dich an. Do it. Meld deine Freunde an. Eine Do gute that too. Möglichkeit, Freunde Do that mitzubringen, too. die Gonna auch be vielleicht awesome. noch nicht an Gott glauben. More infos will come when we have more infos, okay? Ihr kriegt mehr Infos, wenn wir mehr Infos haben. Number two. Numero dos. This weekend should have been Pfingstjugendtreffen. Dieses Wochenende hätte eigentlich Pfingstjugendtreffen stattfinden And sollen. because the sisters had too much Corona, we can't go there now. Aber weil die Schwestern zu viel Corona getrunken haben, durften wir nicht hingehen. What? Nein. No, but because of this Corona crap, we can't go there anymore. Aber wegen dieser Corona-Kacke konnten wir dort nicht hingehen. But Pfingstjugendtreffen is still on online. Aber Pfingstjugendtreffen findet trotzdem statt und zwar online. So if you want, you can go there this weekend. I think it's on their YouTube channel and on their Instagram. You can go and get the sermons and you can experience a lot from Pfingstjugendtreffen. Und ihr könnt auf den YouTube-Kanal von Eidlinger Schwestern gehen wahrscheinlich oder auf den Instagram-Kanal. PJT, glaube ich. Oder PJT auf YouTube. Sucht einfach mal Pfingstjugendtreffen Eidlingen, dann werdet ihr es bestimmt finden. Und da gibt es dann die ganzen Predigten und alles, was sie vorbereitet haben für dieses Wochenende. Exactly. Third. Das dritte. Oh wait, sorry. Germany, 3. Is next week and the week after is no DSC. Nächste Woche und die Woche darauf kein DSC, also die Pfingstferien. Nein. But that's okay. Hey, aber es ist okay. Because we want a little break as staff. Weil wir brauchen eine kleine Pause als Mitarbeiter. And we want you guys to have a little bit of break too and just have some fun. Und wir wollen, dass Hopefully. ihr eine kleine Pause habt und ein bisschen Spaß, hoffentlich. Okay, and we want to plan for the first Friday back after Pfingstferien. Weil wir wollen nämlich planen für den ersten Freitag nach den Pfingstferien. So, in 3 weeks, we are meeting live. Weil in 3 Wochen treffen wir uns alle Like all together at ICF, we're meeting together for the first time in forever. Diese Ansagen werden ganz schön lang. Hey, zum ersten Mal in 3 Wochen werden wir uns alle live zusammen, alle im ICF treffen. Und jetzt das Lied. Ich kenn's nicht auf Deutsch. For the first time in forever. Das erste Mal in eine lange Zeit. Whatever. We are meeting live, so get excited for that, but we need some time to plan something really awesome for you guys. Hey, wir treffen uns und wir planen auch was richtig Geniales dafür, wenn wir uns wiedersehen. Number 4. Oh, Nummer 4. There's no number 4, just kidding. Es gibt keine Nummer 4. Okay, Schatz. we're going into the preaching now. Hey, in die Predigt geht's Ciao. jetzt. Tschüss. Hey DSC, awesome that you're with us today. Hey DSC, cool, dass ihr heute da seid. And as you can tell, at least my small group and Danny's small group, we are sitting here watching this video with you. Hey, und wie ihr sehen könnt, zumindest unsere Kleingruppen, wir sitzen jetzt gerade mit euch zusammen. Yeah, this is not a live video this week. Es ist kein Live-Video diese Woche. And again, we're trying to do something different and we're taking steps to go in a new direction. Und wir haben wieder was Neues gemacht und wir versuchen einfach Schritte in eine nächste Richtung zu gehen. Neue Richtung. And that's why we decided today we're going to meet in small groups and have a bit more fellowship. Und deswegen haben wir diese Woche uns entschieden, dass wir Kleingruppen auch live zusammen machen möchten. But it's crazy. Just the time that we're living in right now is just very strange. Aber die Zeit, in der wir gerade leben, ist ein bisschen komisch, oder? And I think it's crazy for all of us. Hey, und die ist für uns alle ein bisschen komisch. And today I wanted to have small groups and meet together. We're going to be a little bit more interactive during the sermon.
Und heute habe ich mir gedacht, hey, dass wir zusammen sind mit den Kleingruppen, dass wir interaktiv sogar auch während der Predigt sind. And so small groups aren't going to be after the sermon, they're going to be in the sermon. They're going to have questions to answer right now. Das heißt, die Kleingruppen werden nicht nach der Predigt stattfinden, sondern jetzt innerhalb von der Predigt gibt es Kleingruppe. So we're going to try it. Also wir probieren das jetzt mal aus. Okay, the first question, it's a very easy question. Ihr kriegt jetzt die erste Frage und es ist eine einfache Frage. The question is, what is the craziest or weirdest or strangest thing that you've experienced here in this Corona time? Die Frage, die wir an euch jetzt stellen, ist, was ist das komischste, verrückteste oder merkwürdigste, was du in der Corona-Zeit erlebt hast, gesehen hast oder was dir passiert ist? Okay, so click pause and discuss it and come back to the video. Also jetzt drück mal kurz auf Pause vom Video, redet über die Frage. Okay, welcome back. I hope that your small group time was cool. Hey, willkommen zurück. Wir hoffen, dass eure Zeit gut war zusammen. And we're going to have that a couple times during the sermon that you guys have a chance to discuss and talk about what we're talking about. Und wir werden das jetzt ein paar Mal während der Predigt auch machen, dass ihr Zeit habt, über das, was wir erzählen und reden, dass ihr darüber reden könnt. So today, our topic that I want to talk to you about is called being future focused. Und unser Thema heute, worüber wir reden möchten oder worüber Peter reden möchte, ist, dass man auf die Zukunft fokussiert ist. And not being preoccupied with the past. Und dass man sich nicht an der Vergangenheit festhält oder die Vergangenheit einen festhält. And the reason is because we're moving forward now. We're moving into a new season in this Corona time. Und der Grund auch ist, wir alle bewegen uns gerade in einer neuen Zeit, in einer neuen Phase, auch vor allem in dieser Corona-Zeit. Okay, and we're experiencing a different kind of normal. Und wir fangen an, so ein bisschen ein neues Normal zu erleben. And I hear it all the time from everybody in every single situation, whether you're talking about church or job or whatever, this phrase, I just want to go back to normal. Hey, und man hört dieses überall irgendwie in der Gemeinde, an der Arbeit, vielleicht auch in der Schule, dass Leute sagen, hey, ich möchte gerne wieder zum Normalzustand zurückgehen. And in some ways it's not a bad thing, don't get me wrong. Und auf unterschiedliche Art und Weise ist ja nichts Schlechtes, das Normale, das was wir früher erlebt haben. But I want to take a few minutes today and talk about the difference between focusing on the past and focusing on the future. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Zeit auch dafür nutzen, darüber zu reden, hey, was bedeutet es, auf die Vergangenheit sich zu fokussieren und was bedeutet es, sich auf die Zukunft zu fokussieren. And I think it's cool because we're all kind of thinking a little bit right now about the past and the future, and so it's a good time to talk about it. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit, da jetzt drüber zu reden, weil wir alle uns damit beschäftigen, okay, Vergangenheit, Zukunft, wie war das so? I want to take a couple examples from the Bible and just show what the Bible has to say about this topic. Und ich möchte ein paar Beispiele aus der Bibel jetzt auch dazu ranziehen, um zu zeigen, was die Bibel über das Thema Vergangenheit und Zukunft auch zu sagen hat. Let's think about the people of Israel, which we've talked about a lot this year. Hey, und dieses Jahr haben wir schon ganz viel über die Israeliten geredet. Lass uns auch nochmal schauen, was die gemacht haben oder wie es bei denen Okay, war. well, just think about it. Lass uns mal drüber nachdenken. Moses is on the scene. Also der Mose ist aufgetaucht, der ist unsere Figur. And he's like, hey guys, I'm gonna bring you out of Egypt. I'm gonna rescue you. We're gonna leave this life that we're living. Und er sagt, hey, ich möchte euch jetzt retten, ich möchte dieses Leben, was ihr hattet, verändern oder mit euch verändern. And God through Moses, he leads Israel, he leads the people out of Egypt. He rescues them. Und durch Mose rettet Gott die Israeliten aus Ägypten. And then they're in the desert. Und dann sind sie in der Wüste. They're out of slavery. Also sie sind keine Sklaven mehr. They're on the way to the promised land. Sie sind auf dem Weg zum verheißenen Land. And they get bored. Und sie fangen an, sich zu langweilen. They start doubting. Sie fangen an zu zweifeln. And they start questioning what God promised them. Und sie fangen an, in Frage zu stellen, was Gott ihnen versprochen hatte. And they pull one of these. Und dann machen sie Folgendes. I want to go back there. Ich will wieder da zurückgehen. And they completely lose focus on what God has promised them, and they think, hey, let's go back to Egypt where we were slaves. At least we had food there. Und die verlieren den Fokus auf das, was Gott ihnen für die Zukunft versprochen hat. Und sie schauen zurück und sagen, hey, ich vermisse es, ein Sklave zu sein, weil da hatten wir wenigstens was zu essen. Okay, and I'm not saying that before Corona time we were all slaves or anything. Und ich will jetzt auch nicht hiermit sagen, dass vor Corona wir irgendwie Sklaven waren oder sowas. But in this time where we've all been pushed out of our comfort zone,
The question is, what is God pushing us towards? Aber gerade in dieser Zeit, wo wir alle aus unserer Komfortzone rausgezogen wurden, sozusagen, wohin will Gott uns bringen? You see, there were lots of times in the Bible when things changed and new things came, but God wanted us to keep our focus on Him. Weil wisst ihr, in der Bibel gab es ganz viele Dinge, wo sich Dinge auch verändert haben und Gott sagt immer wieder, hey, verlier den Fokus nicht auf mich. We can take the Old Testament prophets, for example. Die Propheten zum Beispiel im Alten We've Testament, talked about them too. wir haben auch schon über die gesprochen, They talk so much about the crap that happened in the past and all of the sin. die haben so viel über die Sünde, die in der Vergangenheit passiert ist und das Schlechte geredet. But then they always ended, but there's restoration coming, there's hope coming, focus on that. Und die haben immer wieder gesagt, hey, aber es kommt die Erneuerung, die Wiederherstellung, fokussiert euch darauf. And we look at Jesus. Und wir schauen uns Jesus an. Jesus, in one of his last times with his disciples, told them that he was going to leave. Und Jesus sagt in einem seiner letzten Reden, die er den Jüngern gehalten hat, hey, ich werde jetzt gehen. He's like, I'm not always going to be with you, Ich werde nicht immer bei euch sein, but I'm going to send someone to help you. aber ich werde euch jemanden schicken, der euch helfen wird. And so he's like, hey, there's something that's going to happen that's not good, but don't worry, I'm going to send something better. I'm going to send hope. I'm going to send something you can look forward to. Ja, und er sagt, ja, es wird was passieren, was euch nicht so gefallen wird, was nicht gut ist, aber es gibt Hoffnung für euch, das ist eine Zukunft und ihr habt was, worauf ihr euch freuen könnt. We look at the person Joseph from the Old Testament. Wir können uns auch Josef aus dem Alten Testament angucken. He's on his deathbed. Der Josef, der liegt im Sterbebett And he tells the people, don't bury my bones in Egypt. und er sagt ihnen, hey, begrabt mich nicht in Ägypten. Don't bury me here because God promised that we would be out of this place and we would be in Canaan. We'd find the promised land. Und er sagt ihnen, hey, begrabt mich nicht hier, weil Gott hat uns versprochen, dass wir irgendwann mal ins verheißene Land gehen werden, wieder zurück nach Kanaan. He was future focused. Und er war auf die Zukunft fokussiert. And it wasn't until 200 years after he died that God actually was allowing him to be buried there. Und es hat 200 Jahre gedauert, bis eigentlich er beerdigt werden konnte in dem verheißenen Land. He was very future focused. Er war mega auf die Zukunft fokussiert. So the next question for small group. Die nächste Frage für die Kleingruppe. Where in your life have you been focused, or where have you focused too much on the past instead of focusing on the future? Wo in deiner Vergangenheit oder wo in deinem Leben hast du dich zu sehr auf die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft fokussiert? Does that make sense? Macht es Sinn? Okay. Es macht A Sinn. few minutes. Hey, awesome. Welcome back again. Hey, willkommen wieder zurück zu uns. Yeah, the idea that we need to be future focused and not preoccupied on the past. Der Gedanke einfach, dass wir uns nicht von der Vergangenheit aufhalten lassen sollen, sondern eben in die Zukunft zu gucken. But why? Aber warum? Why is it so bad to look back? Warum ist es nicht gut, zu sehr zurückzuschauen? See, it's good to know where you came from. It's good to learn from the past. Es ist auf jeden Fall wichtig, von der Vergangenheit zu lernen und zu wissen, woher man kam. But it's much more important to stay focused on where you're going. Aber es ist viel wichtiger, fokussiert zu bleiben auf das, wo du hin willst. I have an example for you. Ich habe ein Beispiel für dich. Here it comes. Jetzt kommt's. Okay, guys, picture this. Okay, stellt euch Folgendes vor. We're in the car right now. Wir sind im Auto. Imagine you're driving, or your parents are driving, or whatever. Stellt euch vor, ihr fahrt Auto oder eure Eltern fahren But Auto. we're in the car. We're driving. Wir sind im Auto und wir fahren. Okay, and just imagine. Und stellt euch einfach mal vor, I want to go that way. ich will geradeaus fahren. What if Was wäre, I want to go that way, but wenn instead ich geradeaus fahren möchte und anstelle I do this, drehe ich mich rum and I try to drive forward, und ich versuche nach vorne zu fahren looking backwards. und ich schaue aber nach hinten. Okay, and I'm actually driving right now. Okay, ich fahre eigentlich jetzt auch gerade Imagine if tatsächlich. this is what I was doing the whole time. Stellt euch mal vor, ich würde das die ganze Zeit Or machen. imagine your parents start doing Oder this. stellt euch vor, eure Eltern würden das machen. Okay, they want to go that way, but they're looking this way. Die wollen nach vorne gehen und schauen aber nach That's hinten. a little crazy, right? Das ist ein bisschen verrückt, oder? Why do we sometimes act like this in life? Warum verhalten wir uns manchmal so im Leben? We want to go that way, Wir wollen geradeaus, but we are focused on what's behind us. aber wir fokussieren uns mehr auf das, was hinter uns liegt. It doesn't really make sense, Das macht keinen Sinn. does it? Macht es, oder? Okay. Funny, right? Hä, lustig, oder? It's not easy to drive forward while looking backwards. Es ist nicht einfach nach vorne zu fahren, wenn man
nach hinten schaut. And that was, I mean, we were on a very rural road. No one was there. Also wir waren auf jeden Fall auf einer Landstraße, da war jetzt keiner, den wir hätten Okay, schaden so können. we were being safe. Also wir waren schon vorsichtig. And it's you know, not much can really happen there, but what if you tried to live your life like that, going forward, but always looking back? Und wisst ihr, da konnte jetzt nicht viel passieren, aber stellt euch mal vor, ihr würdet euer Leben so leben, nach vorne fahren, aber nach hinten zu gucken. It doesn't really work. Es funktioniert nicht so You're not going to richtig. get very far. Du wirst nicht wirklich sehr weit kommen. And the thing is, most of the time we're not focused on the past. We're pretty good at looking forward and moving forward. Und die Sache ist die, normalerweise sind wir auch eigentlich sehr gut darin, nach vorne fokussiert und ausgerichtet zu sein. And usually it only happens in bad situations or in tricky situations where we start to question where we're going and want to go back to where we came from. Und meistens passiert es, dass man in die Vergangenheit guckt, wenn man in eine schlechte Situation oder in so eine brenzlige Situation in seinem Leben kommt. Let's look at the Bible. Ja, lasst uns in die Bibel schauen. I'm sure most of you have heard the story about Peter when he walks on water. Ich denke, ihr kennt die Geschichte von Petrus, als er auf dem Wasser lief. And so Peter and the rest of the disciples were in this boat. Und Petrus und die anderen Jünger, die waren im Boot. And there was a crazy storm going Und on. da war ein verrückter Sturm. Like crazy. Also wirklich verrückt. And they were freaking out. Und die sind aus dem Häuschen gewesen. And then they saw somebody walking on the water. Und dann sahen die, wie jemand auf dem Wasser lief. And they were like also freaking out. They thought it was a ghost. Und dann haben die gedacht, oh, das ist bestimmt ein Gespenst oder Geist. And then they realized, it's Jesus. Und dann haben sie realisiert, oh, das ist ja Jesus. And Peter gets called. He says, hey, Jesus, hey, Peter, come to me. Und dann rufen die ihn Petrus oder Jesus ruft den Petrus und sagt, hey, komm zu mir. And he gets out of the boat. Und dann steigt er aus dem Boot. And he starts walking on the water like he's walking on dry land. Und er lief dann auf dem Wasser, fast als würde er auf dem Trockenen laufen. Like not like, whoa, like oh no, but like he's just walking towards Jesus. Also nicht so, oh, no, sondern er lief auf Jesus zu. And he has his eyes on Jesus and he's focused on him and he's focused on the promise basically. Und er hat seine Augen auf Jesus gerichtet und auf dieses Versprechen. And he's walking, he's doing it. Und er läuft, er macht, er tut's. But then Aber dann he remembers the past. erinnert er sich quasi an die Vergangenheit. He remembers the storm. Er erinnert sich an den Sturm. He remembers the chaos. Erinnert sich an das Chaos. And he starts to get scared. Und er fängt an, Angst zu And haben. that's when he starts to sink. Und in dem Moment fängt er an zu sinken. You see, when his focus was on Jesus, when he was future focused, he had no problem doing the things that God told him to do. Wisst ihr, in dem Moment, wo er auf die Zukunft quasi fokussiert war, auf dieses Versprechen, auf Jesus, war es überhaupt kein Problem für ihn, das zu tun, was er getan hat, auf dem Wasser zu laufen. That was a long Übersetzung. Lange Good job. Übersetzung. But as soon as he started to look back and remember the other things, he started to doubt and he started to sink. Aber als er anfing zurückzuschauen und zu zweifeln, dann fing er an zu sinken. And you see, a lot of it happens to us too. Und wisst ihr, diese Dinge, die passieren uns auch. We could definitely get distracted. Also es kommt auf jeden Fall vor, dass wir auch abgelenkt You werden. know, a lot of us will follow Jesus. Wisst ihr, viele von uns, wir werden Jesus folgen. And we're making choices for him. We're following him. We're doing what he wants us to do. Wir werden Entscheidungen für ihn treffen, die Dinge tun, die er von uns möchte. We're being good Christians. Wir entscheiden uns auch, gute Christen zu sein. And then things get difficult. Und dann gibt es Zeiten, wo es schwer wird. It gets uncomfortable. Dann wird es unbequem. Or maybe something takes longer than what we want. Oder vielleicht dauert irgendwas auch ein bisschen länger, als wir es eigentlich wollen. And we start to doubt. Und wir fangen an zu zweifeln. And then we start to think like Peter and we look around and we get uncomfortable. Und dann fangen wir an, uns umzuschauen wie Petrus und es wird ungemütlich. Or we start becoming like the Israelites and we start thinking, man, I just want to go back to the way things were before when it was a bit easier. Oder wie die Israeliten, dass wir anfangen zurückzuschauen und denken, oh, damals war es doch irgendwie auch einfacher. And we lose focus on God. Und wir verlieren den Fokus auf Gott. And that's what then kills us in that moment. Und das ist, was ja für uns irgendwie dann schädlich ist und es kaputt macht. And instead of focusing our attention on him, we get caught up in the circumstances. Und anstelle, dass wir uns auf ihn fokussieren, nehmen uns die Umstände so ein. And I think that this isn't something that's just that it's not just something that baby Christians struggle with. Und es ist nicht nur was womit junge Christen zu kämpfen haben. Sometimes this is something that even a mature Christian can struggle with sometimes. Ich glaube, manchmal ist es auch was, wo reife Christen mit zu kämpfen haben. The idea that things get difficult and we decide to not focus on God.
der Gedanke, dass Dinge schwer werden und wir dann den Fokus auf Gott verlieren. And man, sometimes it's easier to just remember those promises and keep telling us those things. Like keep telling yourself what he promised you. Und manchmal ist es einfach wichtig und einfach auch zu sagen, hey, sag dir immer wieder diese Versprechen zu, die Gott dir gegeben hat. But you know, in general, we're moving into a new season. Aber grundsätzlich bewegen wir uns ja jetzt alle in eine neue Zeit oder eine neue Season. And our normal is going to look a little bit different moving forward. Und in der Zukunft wird unser Normal ein bisschen anders aussehen. And maybe church, maybe DSC, maybe whatever is going to look a little bit different than it did before. Und vielleicht wird Kirche oder auch DSC ein bisschen anders aussehen als früher. But that's okay. Aber das ist auch okay. Because the question should be different than it shouldn't be, you know, how am I going to change my circumstances? Also die Frage sollte jetzt nicht sein, wie kann ich meine Umstände verändern? I think too many people get focused on their circumstances and they start praying, God, change my situation. Ich glaube, viele Leute beten auf folgende Art und Weise, die sagen, hey Jesus, bitte veränder die Umstände um mich herum. Instead, God would rather us focus on Him and say, hey God, how do you want this circumstance to change me? Und stattdessen will Gott vielleicht eher, dass wir ihn fragen, Herr, wie willst du, dass ich mich verändere in dieser Zeit? So I want you to think about that for a second. Und da möchte ich dich jetzt herausfordern, mal drüber nachzudenken. You can get creative maybe if you don't have a personal testimony. Du kannst auch kreativ werden, wenn du vielleicht keine eigene Geschichte hast, noch nicht. But what do you think a situation could look like? Or have you ever had a situation where God wanted to use that situation to change you rather than you pray for Him to change that situation? Gab es in deinem Leben vielleicht schon mal einen Moment, wo Gott wollte, dass du dich veränderst, anstatt dass sich deine Umstände verändern? And like I said, if you don't have a testimony like that, maybe you just make something up, like a time where maybe God would use the situation to change you rather than wanting to change that situation. Also genau, wenn du jetzt keine eigene Geschichte hast, dann überleg dir einfach mal ein Beispiel, was vielleicht sein könnte, wo Gott statt den Umstand zu ändern, dich lieber ändern möchte. Go. So, back again now for the last time. So, jetzt sind wir wieder zurück zum letzten Mal. Hey, these questions and this topic isn't something that's just going to be relevant now. Hey, und diese Fragen, dieses Thema ist nicht was jetzt gerade dran ist, nur. Not just. It is relevant now, but it will continue to be relevant in your life. Also es ist ein Thema, was jetzt wichtig ist, aber es ist auch ein Thema, was wichtig auch in der Zukunft sein wird. That we remain future focused. Dass wir auf die Zukunft fokussiert bleiben. That we don't fixate on the past, and we don't want to live in the past, but we keep moving forward step by step in the direction of God. Dass wir nicht in der Vergangenheit stecken bleiben, sondern Schritt für Schritt mit Gott zusammen in die Zukunft gehen. And when we do that, then it doesn't necessarily matter what our circumstances are, because we can remember the promise that He has for us. Und wenn wir das tun, dann wird es nicht so schwer fallen, in die Zukunft zu gehen, weil wir wissen nämlich die Versprechen, die er für uns hat. And I promise it's the best thing you can do to stay focused on Him. Und ich verspreche dir, das ist das Beste, was du tun kannst, deinen Fokus auf ihn zu setzen. And so the last question, I'm going to end the sermon with a question, and you can discuss this in your small groups. Und ich werde die Predigt auch jetzt mit einer Frage auch nochmal beenden und dann könnt ihr die noch in euren kleinen Gruppen besprechen. And the question is, what does God want to do with you in your future? Hey, und die Frage ist, was möchte Gott mit dir und durch dich in der Zukunft machen? Big question. Große Frage. Huge question. Riesengroße Frage. Some of you might already have an answer though. Manche von euch, ihr habt vielleicht schon eine Antwort. And some of you are like, hey, I have no idea. Und manche von euch machen genau das, was der PJ... Hey, wie? Ich habe keine Ahnung, PJ. Überhaupt nicht verrückt. Wovon redest du überhaupt? It's a big question, but I want you to take some time and think. Hey, ist eine große Frage, aber ich möchte wirklich, dass ihr euch Zeit nehmt, darüber nachzudenken. And leaders, help your teens think about this big question. Hey, und ihr Leiter, helft euren Teens über diese Frage nachzudenken. Even when maybe for you you're also like, man, I really don't know. Auch wenn du vielleicht gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, ich weiß es für mich selber nicht. It's awesome to be able to think and pray and just spend a little bit of time, you know, brainstorming, God, what do you want to do with me? Hey, und es ist cool, jetzt darüber nachzudenken, zu brainstormen, vielleicht auch zu beten und zu sagen, ja Gott, was möchtest du in der Zukunft mit mir tun? And I'm not saying that you all have to come up with an answer to this question right now, but it's awesome to start thinking and start entering into this conversation with God.
how do you want to use me and how can I remain future focused? Und ihr müsst nicht alle diese perfekte Antwort jetzt finden, aber wir möchten, dass ihr anfangt darüber nachzudenken und auch immer wieder daran zu denken, dass ihr auf die Zukunft fokussiert seid, auf das, was Gott machen möchte durch euch. Yeah. And now I want you to understand one more thing before we stop. Und ich möchte, dass ihr noch eine Sache versteht, bevor wir hier jetzt zu Ende kommen. I'm not saying that you can't live in the moment. Ja, und ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir nicht im Moment leben können oder sollen. That we can't enjoy the present and we can't enjoy what God's doing now. Dass wir nicht gerade den Moment jetzt genießen können und was Gott im Moment tut. Obviously, we want to do that as well. Natürlich wollen wir das tun. But we don't want to become stagnant. Aber wir wollen nicht so hängen bleiben. Like a little puddle where mosquitoes live. Also wie so ein Tümpel, in dem nur Mücken leben. Okay, we want to continuously be moving in the direction that God wants to lead us in. Wir möchten in Bewegung bleiben und zwar in die Richtung, in die Gott uns gebrauchen möchte. And so understand that about this preaching. It's not about not being able to enjoy God. It's about making sure that we focus on Him and always move more towards Him. Also versteht mich hier jetzt nicht falsch. Wir möchten wirklich, dass ihr auch den Moment genießen könnt, aber dass wir immer wieder in Vorwärtsbewegung sind. So, I hope you guys enjoyed this little mini preach. Also, ich hoffe, dass ihr diesen kleinen Preach, den Input genossen habt. And have a lot more fun now with that question in your small groups. Und viel Spaß mit dieser Frage in euren kleinen Gruppen. Ciao. Ciao.